Hallo Leute, ich heiße euch herzlich willkommen zu meiner allerersten Ausgabe der Skincare News. Ich habe euch auf Instagram gefragt, ob euch das Ganze interessieren würde, und da sehr viele das bejaht haben, dachte ich, ich probiere das mal aus und schaue, wie das so anläuft. Das wird folgendermaßen ablaufen. Ich rutsche jetzt zur Seite, mache nebenbei so ein bisschen meine Hautpflege und mein Make-up und blende euch sozusagen Neuheiten aus dem Bereich der Gesichts- und Hautpflege ein mitsamt der Inhaltsstoffe, sage meine persönliche Meinung dazu und ob ich das Ganze kaufen würde oder nicht. Und das war es eigentlich. Wir müssen dahingehend nicht übereinstimmen. Das ist, wie gesagt, meine persönliche Meinung. Aber es würde mich natürlich auch interessieren, was ihr von den Neuheiten haltet und ob ihr euch auch eines der Produkte zulegen würdet. Okay, ich würde mit den Drogerieneuheiten anfangen. Wundert euch bitte nicht, dass ich in diese Richtung schiele. Hier vorne steht mein Laptop mitsamt der ganzen Produkte, die ich euch zeigen werde, und mein Spiegel, weil ich auch sehen möchte, was ich genau mit meiner Haut mache. Und als erstes haben wir hier die Pülverchen von Catrice. Die kosten, glaube ich, um die 6 Euro oder so. Und das sind einfach reine Ascorbinsäure und Nicotinamid-Pülverchen. Und bei diesen Sachen tue ich mich tatsächlich ein kleines bisschen schwer, weil ich vermute, dass die Kundschaft da so ihre Probleme hat, das zu dosieren, auch wenn man hier einen kleinen Dosierlöffel dazu bekommt. Vor allem Ascorbinsäure ist sehr instabil, aber gut, solange man sich das immer und jeden Tag frisch anmischt, kann das durchaus funktionieren. Nichtsdestotrotz bin ich da jetzt nicht so ein Riesenfan von, und ich müsste mal überlegen, ob man das auch tatsächlich günstiger bekommt, wenn man das direkt als kosmetischen Rohstoff bei einem Rohstofflieferanten bestellen würde, also so als Endverbraucher. Wenn ich dazu was finde, blende ich euch das mal ein. Ich bestelle ja immer ganz gerne bei Manske oder bei Alexmo. Klar, ihr bekommt das Ganze dann nicht in so einem schönen Tiegelchen mit einem Dosierlöffel, sondern in so einer Plastikverpackung. Aber ja, an sich ist das jetzt nichts, was ich mir persönlich kaufen würde, weil ich es doch lieber habe, wenn diese Inhaltsstoffe in einem gut formulierten Produkt enthalten sind. Rossmann hat auch noch eine neue Serie rausgehauen, und zwar die Isana Pure Reihe, und da möchte ich gerne mit euch über die 24-Stunden-Creme und das Serum sprechen, und währenddessen werde ich dieses neue Intensivserum von Isana auftragen, und zwar ist es das Aloe Vera Intensivserum. Das habe ich im Trendturm entdeckt, und an sich ist es ganz nett formuliert. Es sind ein paar feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe drin, aber es ist parfümiert. Meiner Meinung nach ist die Beduftung ein bisschen weniger intensiv im Vergleich zu den Produkten von Catrice, aber das ist so mein persönliches Empfinden. Es ist so ein bisschen ein blumig-fruchtiger Duft, wovon ich jetzt kein allzu großer Fan bin, aber da eben diese Parfümierung relativ schnell auf meiner Haut verschwindet und ich davon nichts mehr mitbekomme, kann ich ganz gut damit leben. Und wir fangen mal an mit der Isana Pure 24-Stunden-Creme. Da sind so ein paar feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe drin, wie zum Beispiel Glycerin und auch Panthenol, das auch mit großer Wahrscheinlichkeit keine hohe Konzentration in dem Produkt einnehmen wird. Und Nicotinamid wird auch beworben. Auch hier vermute ich mal, dass die Konzentration nicht sonderlich hoch sein wird. Deswegen solltet ihr da keine allzu hohen Erwartungen an die Wirkung haben. Es sind aber keine deklarationspflichtigen Duftstoffe oder anderweitige Parfümierungen enthalten, was ich wirklich großartig finde. Der einzige Abturner ist für mich persönlich dieses CodeCheck-Siegel. Denn ich habe so meine Probleme mit CodeCheck als Plattform. Dazu habe ich auch mit einer Freundin einen Blogpost verfasst. Also falls euch interessieren sollte, was meine Probleme mit CodeCheck sind. Aber ansonsten finde ich die Creme ganz nett formuliert. Und wenn ihr möchtet, dass ich sie ausprobiere, dann schreibt es doch gerne in die Kommentare. Dann haben wir hier noch das Isana Pure Serum. Da sind ein paar feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe drin, wie zum Beispiel Glycerin und Betain. Es ist auch Panthenol enthalten, dessen Konzentration aber wahrscheinlich sehr gering sein wird. Ich trage mal nebenbei mein Gesichtsfluid auf. Also das ist das Muster von meinem neuen Gesichtsfluid. Deswegen passt das eigentlich auch ganz gut in dieses Video.
Wo war ich? Beim Panthenol, genau. Da wird die Konzentration wahrscheinlich sehr gering sein, weil es nach Phenoxyethanol gelistet wird und Phenoxyethanol darf in der EU bis zu einer maximalen Einsatzkonzentration von 1% verwendet werden, wobei es meistens nicht in dieser maximalen Einsatzkonzentration genutzt wird, weswegen ja das Panthenol wahrscheinlich nicht so hoch konzentriert sein wird und eher eine feuchtigkeitsbildende Wirkung haben wird. Aber an sich finde ich das ganz nett, das Serum, und würde das auch tatsächlich mal ausprobieren. Ich würde so langsam zu meinem Make-up übergehen. Den Rest habe ich off-camera aufgetragen, weil ich noch ein paar neue Sachen aus dem dekorativen Bereich habe, wie beispielsweise die Nabla Skin Realist Foundation bzw. den Tinted Balm. Den teste ich aber tatsächlich auch schon ein bisschen länger, habe ihn euch aber noch nicht auf YouTube gezeigt und der wird ja übelst gehypt, also zumindest so mein Gefühl. Und ich selbst habe mich auch total gefreut auf dieses Produkt. Das ist übrigens die Farbe Fair. Aber ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Auf meiner trockenen Haut sieht er irgendwie nicht ganz so schön aus und ich habe mir diesen Tinted Balm auch tatsächlich ein bisschen glowiger vorgestellt, was er aber zumindest auf meiner Haut nicht wirklich ist. Den habe ich als PR-Sample zugeschickt bekommen von Purish. Ich habe leider keinen Code für Purish. Kati hat aber einen, den werde ich euch unten in die Infobox mit reinpacken. Dann könnt ihr auf ein paar Marken bei Purish 15% sparen. Falls euch das interessieren sollte, und den trage ich jetzt erstmal auf. Ich habe mich riesig gefreut, dass der mild formuliert ist, also dass da keine deklarationspflichtigen Duftstoffe oder anderweitige Parfümierung enthalten ist, aber ja, irgendwie bin ich jetzt nicht so hyped auf dieses Produkt. Und dann blende ich euch natürlich die nächsten Hautpflegesachen hier mit ein. Und zwar hat Monami Frost, ich hoffe, ich spreche ihren Namen richtig aus, falls nicht, tut es mir sehr, sehr leid. Ich habe mich mit ihr als Person jetzt auch nicht so intensiv beschäftigt, sondern mir tatsächlich nur die Produkte angeschaut. Ja, sie hat eine eigene Skincare-Brand rausgebracht, The Frost Beauty heißt die, und die besteht aus 3 Sachen. Ich glaube, preislich liegen die Produkte zwischen 15 und 30 Euro. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, aber ich verlinke euch einfach alles unten in der Infobox, dann könnt ihr euch das gerne selbst nochmal anschauen. Und wir haben einen Reinigungsschaum, wir haben einen Toner und auch einen Moisturizer. Wir schauen uns als erstes mal den Reinigungsschaum an. Und an sich ist er jetzt nicht so schlecht formuliert. Es ist zwar Benzylalkohol enthalten, also was eben auch ein deklarationspflichtiger Duftstoff ist, und es ist auch eine Parfümierung drin, aber an sich ist er ganz okay formuliert. Aber es ist jetzt kein Produkt, das ich mir selbst zulegen würde, weil ich genug Reinigungsschäume aus der Drogerie habe, die für mich gut funktionieren und die einfach deutlich günstiger sind. Dann habe ich hier die neue Palette von Vivolution, die in Kooperation mit Sof entstanden ist. Die mag ich sehr, sehr gerne, deswegen wollte ich sie unbedingt supporten und habe mir die Palette und auch ein Highlighter-Duo bestellt. Ich verlinke euch ihren YouTube-Kanal unten in der Infobox. Ich hoffe sehr, dass diese Palette gut für mich funktionieren wird, denn mit Vivolution habe ich eher so gemischte Erfahrungen gemacht, aber ich probiere das heute einfach mal aus und dann schauen wir mal, wie das Ganze vorangeht, während wir uns das nächste Produkt von The Frost Beauty anschauen. Ich hoffe, ich kriege es hin, mit euch zu sprechen, während ich mein Augen-Make-up mache. Ich verfalle dann meistens in eine meditative Phase und bin körperlich zwar anwesend, aber geistig komplett woanders. Also wundert euch nicht, falls ich etwas schweigsamer werden sollte. Jedenfalls schauen wir uns als nächstes den The Frost Beauty Toner an. Und das ist tatsächlich ein Produkt, das ich mir auch nicht kaufen würde, obwohl da viele feuchtigkeitsbindende Inhaltsstoffe drin sind. Aber es ist eben ein parfümierter Toner und davon bin ich persönlich kein großer Fan. Und die Formulierung spricht mich jetzt nicht so extrem an, dass ich mir das unbedingt zulegen müsste. Kommen wir zum Moisturizer. Ich glaube, das ist auch tatsächlich das kostenintensivste Produkt innerhalb dieser Reihe, aber das ist relativ normal, weil Feuchtigkeitscremes einfach von der Formulierung her ein bisschen komplizierter sind, und auch dieses Produkt ist keins, das ich mir kaufen würde, weil da haufenweise deklarationspflichtige Duftstoffe drin sind, mit denen ich auch so meine Probleme habe. Es sind zwar auch einige feuchtigkeitsbindende Sachen drin, wie eben Glycerin und Natriumhyaluronat und auch hydrolysierte Hyaluronsäure, aber ja, wie gesagt, aufgrund der deklarationspflichtigen Duftstoffe eher nichts für mich. Aber was ich total vergessen habe zu erwähnen, ich finde das Packaging dieser Produkte einfach wunderschön, beziehungsweise dieses Design gefällt mir richtig, richtig gut.
Kommen wir zur nächsten Skincare-Neuheit, und zwar hat Hyram, ein relativ großer und bekannter Skinfluencer im englischsprachigen Raum, mit der Inky List eine Hautpflegelinie rausgebracht, beziehungsweise werden die Produkte nach und nach revealed und die sollen wohl sogar zu Sephora kommen. Und auch hier kann ich euch gar nichts zur Person sagen, weil ich ihm nicht wirklich folge. Deshalb werde ich wie bei The Frost Beauty die Produkte anhand der Inhaltsstoffe und auch anhand des Marketings bewerten, und da ist mir tatsächlich einiges sauer aufgestoßen. Und zwar habe ich mir natürlich das Reveal-Video angeschaut, wo er über die Hintergründe spricht. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, dass ich mich ein bisschen unwohl beim Schauen gefühlt habe. Denn da sitzen einfach 3 weiße Menschen, die über einen positiven Impact sprechen, wenn man diese Hautpflegelinie kauft. Und währenddessen werden Videos und Bilder von schwarzen Menschen in Afrika eingeblendet und das sozusagen für Marketingzwecke genutzt. Also das fand ich so ein bisschen unangenehm. Schreibt mir gern unten in die Kommentare, wie ihr euch dabei gefühlt habt, ob ihr das auch so gesehen habt, wie ich es gesehen habe, oder ob euch das gar nicht aufgefallen ist. Sprechen wir zunächst über den neuen Cleanser von Selfless by Hyram, und da gibt es eigentlich nicht so viel zu meckern, denn es ist Glycerin enthalten, es ist ein hautfreundliches Zuckertensid drin, es ist CAPB drin, also an sich ist das schon ein recht sanftes Produkt. Aber ich finde, mit ca. 20 € ist es schon ein wenig kostenintensiv, vor allem im Hinblick darauf, dass es mittlerweile super viele ähnliche Produkte auf dem Markt gibt, und auch der beworbene Grüntee-Extrakt, der wohl sehr umweltschonend gewonnen wird, landet im Endeffekt im Abfluss, weswegen ich das auch etwas strange finde, ihn als umweltschonend zu bewerben, nur um ihn dann wieder in den Abfluss zu kippen. Dann haben wir hier das neue Serum von Selfless by Hyram, das unter anderem Tranexamsäure enthält, und die wird unter anderem oral verabreicht, um Menschen mit Melasma zu helfen. Melasma ist eine besondere Form der Hyperpigmentierung, die auch schwierig zu behandeln ist. Was Hautpflege angeht, muss dahingehend auf jeden Fall noch ein bisschen mehr geforscht werden. Also das ist zumindest das, was ich recherchieren konnte. Und das kostet, glaube ich, um die 29 € für 30 Milliliter. Sorry Leute, ich war ganz kurz in einer meditativen Phase und dann ist auch noch der Kameraakku leer gegangen. Deswegen ist mein Make-up jetzt auch schon fast fertig. Ich will aber noch ganz kurz was zu der Palette von Revolution loswerden. Die Lidschatten, die ich heute verwendet habe, waren auf jeden Fall in Ordnung. Also okay, zumindest für den Preis. Also vom Preis-Leistungs-Verhältnis finde ich die Palette tatsächlich ganz gut. Ich würde aber nicht mehr dafür zahlen wollen, und ich habe das Gefühl, dass die Lidschattenqualität hier ein bisschen besser ist im Vergleich zu den Standard-Lidschatten von Revolution. Also wenn euch das Farbschema zusagt, wenn ihr Soft unterstützen möchtet, dann könnt ihr euch diese Palette auf jeden Fall mal anschauen. Ich trage jetzt noch ein bisschen was von den Highlightern aus der Sugar Frosting Palette auf und versuche meine Gedanken bezüglich der Skincare von Hyram zu ordnen. Einmal was den Umweltaspekt angeht, also versteht mich nicht falsch, ich finde es toll, wenn Marken Schritte gehen, um Dinge besser zu machen, wenn sie einen Teil ihrer Umsatzerlöse an Organisationen spenden, die sich für Umweltschutz oder für soziale Projekte einsetzen. Aber bestimmte Sachen kann ich jetzt doch nicht so nachvollziehen, also zumindest im Hinblick auf diese Hautpflegelinie. Und zwar frage ich mich, warum man sich bei dem Serum dafür entschieden hat, eine Umverpackung zu machen, obwohl das Produkt in einer Plastikverpackung drin ist, die als recht bruchsicher gilt. Denn für eine Umverpackung braucht man selbstverständlich wieder Rohstoffe. Das Ganze muss bedruckt werden, es muss konfektioniert werden, also es muss gefaltet werden, das Produkt muss in die Verpackung rein, und das kostet, wie gesagt, Rohstoffe, Arbeitskraft und so weiter und so fort. Also das verstehe ich nicht so hundertprozentig. Auch bei dem Claim Fragrance Free bin ich so ein bisschen zwiegespalten. Das trifft übrigens gleichermaßen auf die Produkte von The Frost Beauty zu, weil in dem Serum Benzylalkohol drin ist, und Benzylalkohol ist unter anderem ein deklarationspflichtiger Duftstoff, der laut Kosmetikverordnung ab einer gewissen Konzentration im Produkt auf dem Produkt deklariert werden muss. Er hat zwar ein geringeres Allergiepotenzial im Vergleich zu anderen Duftstoffen, dennoch ist es halt vorhanden, und er hat eben auch die Funktion eines Duftstoffs und muss ja nicht grundlos ab einer gewissen Konzentration deklariert werden. Er kann natürlich auch eine andere Funktion haben, zum Beispiel kann er auch zur Konservierung drin sein, aber das weiß die Kundschaft ja in den meisten Fällen gar nicht, warum dieser Stoff jetzt da drin ist. Ich persönlich hätte mich das nicht getraut,
getraut, fragrance-free drauf zu schreiben, wenn ein deklarationspflichtiger Duftstoff drin ist, mal unabhängig davon, welche Funktion er jetzt darin einnimmt. Also ich finde es so ein bisschen schwierig und ja, das zeigt halt mal wieder, dass ihr euch nicht nur auf die Vorderseite oder das Marketing des Produkts verlassen solltet, sondern immer einen Blick auf die Inhaltsstoffe werfen solltet. Und das war's mit meinen allerersten Skincare-News. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welche der Produkte euch am meisten interessieren, ob ihr irgendwas davon testen werdet oder ob ich irgendwas davon testen soll. Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!